Hallo, hallo. Ja, ich bin da beim Kartenbasteln. Ist ja noch ganz wenig Zeit dafür, ne? Und ja, dann werden die ja schon verschickt. Ja, da habe ich so eine Karte gebastelt. Die Idee habe ich von der lieben Petra vom Kanal Kreativ Werkeleck. Und sie hat so eine ähnliche gebastelt. Ein bisschen anders, aber echt, das ist so ein Hammer. Ja, und dann habe ich mich da rangesetzt und mal ausgerechnet für meine Wünsche sozusagen, meine Papiere, und ist sowas geworden. So eine Stehkarte, ne? Ein bisschen so aufgebaut, und aber ich habe sie auf die Quadrate habe ich auf Schaumpads gesetzt. Spiegel, Karton drunter, ne? Und dann ausgemessen das Designpapier drauf, ne? Und das habe ich aus diesem Block, ich glaube das letzte Blatt schon jetzt. Echt schön, ne? Das harmoniert. Schön. Ja, und da möchte ich jetzt ergänzen. Hier habe ich so ein bisschen so ein Zwischenspalten gelassen und da auch auf Schaumpads so ein Streifen von dem, es ist dieses naturfarbene Cardstock aus dem großen Block von Action, ne? Hat ja alleine Struktur. Ja, sieht echt schön aus. Kann man sehen, ne? Das passte besser als weiß. Ich dachte erstmal weiß, nee. Und so ist sie jetzt geworden. Möchte ich jetzt noch diese Schriftzüge, die passen richtig gut. Da könnte ich noch ein paar weitere machen. Da kann man auch Happy New Year und so Weihnachten ist ja, ich hatte ja letztens schon gezeigt, ne? Ich hatte mir so ein Set bei Kartenkunst gekauft. Ja, die Qualität von denen ist immer super. Bin immer zufrieden. Gefällt mir. Die hatte ich mir gekauft. Ist keine Werbung. Ich wollte nur bestätigen, ja. Die lassen sich gut ausstanzen, und das ja, zu Weihnachten eventuell, ne? Und das passt mir da richtig schön auf das. Und dann möchte ich noch ein paar da wieder diese Stanzschablone aus diesem alten Action Set, ne, von Avec. Da sind ja, habe ich daraus diese, es ist egal was man nimmt, ne. Und da wollte ich so ein bisschen mal streuen, diese Schneeflocken. So, ich habe es so ausgelegt, dann werde ich sie jetzt festkleben. Sind sehr fein, diese Schneeflocken, deswegen werde ich da ganz wenig Klebe drauf machen. Ja, das ist das, und dann kommt noch auch der Spruch. Damit werde ich wahrscheinlich lieber diesen Trick nutzen. So, hier
Karte. Und dann das. Kennt ja jeder. Auch so ein Trick, dass man da so mit feinen filigrane Sachen schön ordentlich ankleben kann. Ne? Ja, dann, ich muss mal drehen, nicht anschauen und dann mal vorsichtig. Ich habe mich entschieden, ich werde hier da so von der Seite ansetzen. So. Ja, so sieht es gut aus. Ja, so sieht die Karte aus für Weihnachten. Es ist auch 3D, ne? Ist ja auf Schaumwitz. Ja, finde ich voll klasse. Ja, das dann und so, ich möchte noch meine Maße durchgeben. Eben die Karte, Grundkarte eben ja normal A6. Und dann habe ich den Aufleger halben Zentimeter kleiner aus Spiegelkarton und da jeder Quadrat ist 3 Zentimeter. Ne? Ja, und das heißt eben dann 9 Zentimeter. Ich meine der Aufleger in Ganzem erstmal. 9 mal 12. Da habe ich 4 mal 3 Zentimeter Quadrate. Ne? Und da oben eben 3 heißt dann ne? 9 mal 12. Da habe ich so einen Spalten dazwischen dafür gelassen. Und dann passt es. Ne? Dass es auch Abstand hat, schön da zwischen und so. Ja, und jeden Quadrat, das habe ich jetzt zugeschnitten, ordentlich ausgelegt, ne, weil das ist ja wie so ein Puzzle. Und dann habe ich es auf diese Schaupads gesetzt, halbiert und mittig. Jede Quadrat hat ein Schaumpad und da unter den Schaumpad habe ich noch auch Kleber gemacht, dass man noch eventuell nachschieben kann und auch ordentlich, dass es nichts rausquellt. Ne? Den Spiegelkarton habe ich da rausgenommen. So ihr Lieben, das ist die Karte. Danke fürs Zuschauen. Tschüssi.